Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich euch 8 Dinge über den Flammenschwertkämpfer erzähle, die ihr vermutlich noch nicht wusstet. Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich rein. In der ersten Staffel des japanischen Anime und auch im Manga war der Flammenschwertkämpfer ein normales Monster der Stufe 5. Es wurde auch in der englischen Version des Anime so behandelt, aber das Kartendesign wurde bereits, zumindest teilweise, in das einer Fusionskarte umgewandelt mit der charakteristischen violetten Farbe. Der Flammenschwertkämpfer erscheint im Artwork mehrerer anderer Karten. Den Anfang macht hier natürlich sein Schwert Salamandra, eine Ausrüstungszauberkarte, die einem Feuermonster, in diesem Fall natürlich dem Flammenschwertkämpfer, zusätzliche 700 Angriffspunkte verleiht. Als nächstes haben wir Flammenrad, eine Karte, die einige von euch wahrscheinlich zum ersten Mal sehen. Flammenrad ist eine permanente Zauberkarte, die den Effekt hat, dass solange sich ein Monster vom Typ Pyro in deinem Friedhof befindet, jeder Schaden, den du durch die Effekte der Karten deines Gegners erhalten würdest, zu 0 wird. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum ihr diese Karte noch nie gesehen habt, sie taucht nur in Episode 169 von Yu-Gi-Oh! GX auf, wo sich Alex Brody mit Truman duelliert. Nein, nicht dieser Truman, dieser Typ hier. Ich kann mir nicht helfen, aber dieser Typ sieht aus wie so eine billige Möchtegern-Version von Katakuri. Tatsächlich spielbar war Flammenrad nur in Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3 und in Yu-Gi-Oh! 5Ds Tag Force 4, die 2008 bzw. 2009 für die PSP erschienen sind. Und als letztes haben wir noch den Tempozauber Tempofusion, eine Karte, die mehrmals im 5Ds Anime verwendet wurde und nur aktiviert werden kann, wenn sich 4 oder mehr Geschwindigkeitszähler auf dieser Karte befinden. Lege Fusionsmaterialmonster aus deiner Hand oder vom Spielfeld, die auf einem Fusionsmonster aufgeführt sind, auf den Friedhof, um dieses Fusionsmonster aus deinem Extradeck als Fusionsbeschwörung zu beschwören. In dem Artwork sieht man den Flammenschwertkämpfer neben dem schwarzen Magier und dem Dunkelglanzritter stehen, der im nächsten Punkt nochmals eine Rolle spielen wird. Der Dunkelglanzritter ist die Fusion vom Flammenschwertkämpfer und dem schwarzen Magier. Es ist auch eines der wenigen Fusionsmonster, das weniger Angriffs- und Verteidigungspunkte als seine beiden Fusionsmaterialien hat. Falls ihr jemals gefragt habt, was das Zeichen auf dem Schwert des Flammenschwertkämpfers bedeutet, es ist das Kanji für Hono, was übersetzt so viel wie Flamme bedeutet. Im Booster Dark Beginning 1 aus dem Jahr 2004 gab es einen Druckfehler, bei dem der Name auf der Karte zu Cyberstein wurde. Der Flammenschwertkämpfer hat 2 Counterparts. Einer davon ist der blaue Flammenschwertkämpfer. Geht es nur mir so oder bekommt ihr auch Flashbacks von Azula aus Avatar, wenn ihr blaue Flammen seht? Naja, wie dem auch sei, zurück zum Thema. Der blaue Flammenschwertkämpfer war die Coverkarte für das Legendary Collection 4 Joey's World Megapack im Jahr 2013. Das Kanji auf seinem Schwert bedeutet, ihr ahnt es vielleicht schon, blaue Flamme. Das andere Gegenstück ist der wilde Flammenschwertkämpfer, der 2019 in Dual Overload released wurde. Das Kanji auf seinen Schwertern bedeutet übersetzt mächtige Flamme. Jetzt gehen wir zurück in die alten Tage von Yu-Gi-Oh! In den frühen 2000er Jahren gab es ein Spiel namens Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories, ein Spiel für den Game Boy Color. Ja, den guten alten Game Boy Color. Und in diesem Spiel war es so, dass wenn der Flammenschwertkämpfer beschworen wurde, sofort alle Dinosauriermonster aus der Hand des Gegners abgeworfen wurden. Dem guten alten Rex ging das vermutlich ziemlich gegen den Strich. Im Anime während des Virtual World Arcs, dem ein oder anderen vielleicht auch besser bekannt als der Noah Arc, war der Flammenschwertkämpfer Joeys Deckmaster. Es war auch der einzige Deckmaster, der nicht den Big Five gehörte und der mehr als einmal während des Virtual World Arcs eingesetzt wurde. Das waren 8 Fakten über den Flammenschwertkämpfer. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Falls ihr Anregungen oder Wünsche zu anderen Karten oder Themen habt, die ich machen soll, schreibt es mir bitte auch gerne in die Kommentare. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.